Hallo, wir sind der Stefan und Bernd von Keckeisen Akkumulatoren. Wir haben uns heute in der Lounge von Intact GP getroffen, um etwas über Batterietechnologien zu erfahren und uns darüber zu unterhalten. Batterien gibt es viele und alle liefern im Normalfall Strom. Aber Startanwendungen haben ganz andere Anforderungen an die Batterie als Versorgungsanwendungen oder Antriebsanwendungen. Und speziell für diese zyklischen Anwendungen wurden Gelbatterien entwickelt. Wodurch sich Gelbatterien von anderen Bleisäurebatterien unterscheiden und warum man sie trotzdem auch zum Starten von Motorrädern benutzen kann, das wird uns Stefan heute erklären. Ja, also Gelbatterien sind ja, ich sag mal, eine ganz spezielle Art von Batterien. Ja, es ist eine Batterie, die kein flüssiges Elektrolyt mehr hat, sondern wo das Elektrolyt im Prinzip als Gel, als gallertartige Masse den kompletten Batterieraum umfüllt. Das heißt, es wird hergestellt aus normalen Bleiplatten, also es ist nach wie vor noch eine Bleibatterie. Allerdings wird der Elektrolyt, der in flüssiger Form da ist, mit Kieselsäure vermischt und dadurch bekomme ich dann halt eben dieses Gel, ja, das dann in dieser Batterie ist. Das Gel ist relativ dickflüssig, ja, ist wie so, ja, kann man sich vorstellen, wie so ein Shampoo, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen dicker, sodass also ja, nichts Flüssiges mehr in der Batterie drin ist. So umlagert natürlich dann in diesem ganzen Batterieraum die Gitter, so dass ich auch da sehr viel Kontaktfläche zum Elektrolyt habe. Es ist eine Batterie, die eine Rekombinationsbatterie ist. Ja, das heißt eine Batterie, die, wenn Gase auftreten, die Gase rekombiniert, sodass also auch kein Elektrolytverlust mehr stattfinden kann. Sie hat Sicherheitsventile als Stopfen, ja, die verhindern, dass die Batterie bei Überdruck sich aufbläht und irgendwann mal platzt. Ist also eine ventilregulierte Batterie sozusagen. Und sie ist absolut wartungsfrei, kann und darf natürlich nicht geöffnet werden. Ja, es ist in der Regel auch so, dass der Kasten eigentlich komplett zu ist, sodass man gar nichts dran machen kann. Ja, man müsste es also mit Gewalt aufbrechen, wenn man dran wollte. Welche Vorteile hat denn dann diese Geltechnologie? Viele. Ja, und zwar ist sie wesentlich zyklenfester wie jetzt eine herkömmliche flüssige Bleisäurebatterie. Zyklenfest heißt in dem Fall, ich kann also die Batterie in gewissen Betriebszuständen länger betreiben wie eine Starterbatterie. Wenn man es jetzt mal vergleicht, eine Autobatterie auf Deutsch, die hat ungefähr so 300 Zyklen und eine Gelbatterie hat bis zu 700 Zyklen, Lade- und Entladezyklen. Das heißt, die Lebensdauer der Batterie ist, wenn man sie richtig anwendet, natürlich länger. Sie hat kaum Verschleiß in dieser Zeit. Ja. Ich kann mehr Kapazität entnehmen. Das heißt, eine Starterbatterie kann ich so 30–40% der Kapazität entnehmen. Da muss ich so unbedingt nachladen. Bei einer Gel kann ich bis zu 80% gehen. Das heißt, in der Batterie gleicher Größe, bei 100 Ampere, kriege ich aus einer Gelbatterie quasi das Doppelte raus. Ja, also kann ich die doppelt so lang betreiben wie eine herkömmliche Starterbatterie. Ich kann sie lageunabhängig einbauen. Also ich kann sie mindestens mal um 90 Grad gekippt einbauen, theoretisch auch durch den Gelaufbau auch auf dem Kopf stehend, macht aber wenig Sinn, weil ich die Pole dann anschließen kann. Sollte man auch nicht dauerhaft machen, aber 90 Grad gekippt geht auf jeden Fall. Sie ist auslaufsicher, es kann keine Säure austreten, ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ich, sagen wir mal, für den Export zum Beispiel was mache. Eine Gelbatterie kann ich also per Lufttransport schicken, alle anderen eigentlich nicht. Und von daher ist es eine sehr sichere Technologie. Wofür eignet sich denn diese Geltechnologie denn besonders? Überall da, wo ich Antrieb und Versorgung haben möchte. Ja, also ich sage mal, in Wohnmobilen, wenn ich die Versorgungsbatterie dann nutze, dann sollte ich eigentlich eine Gelbatterie nehmen, wenn sie im Innenraum verbaut ist, weil sie auch einfach nicht gasen kann. Ja, sie ist von der Kapazität her da besser zu nutzen. Im Bootsbereich, weil sie nicht Leck schlagen kann. Ja, also überall da, wo ich Strom benötige, um irgendwelche Sachen zu betreiben. Ja, oder wo ich halt eben vermeiden möchte, dass Gasung entsteht, zum Beispiel im Lebensmittelbereich. Ja, wenn also ein Stapler im Lebensmittelbereich unterwegs ist, dann hat er in der Regel eine Gelbatterie drin, damit halt eben beim Laden diese Gase nicht auftreten. Ja, also überall da, wo ich was antreiben und beleuchten möchte, da ist die Gelbatterie die geeignete Variante. Okay, was würdest du denn sagen, für welche Anwendungen eignet sich dann eine Gelbatterie? Eher weniger oder gar nicht? Eigentlich vom Grundsatz her, so wie sie konzipiert worden ist, für Startanwendungen. Da hat die Gelbatterie Nachteile gegenüber den herkömmlichen Bleisäure- oder AGM-Batterien. Okay. Warum? Die Gelbatterie ist anders aufgebaut, das heißt, der Plattenaufbau ist anders. Also die Pastierung auf den Platten ist anders. Bei einer AGM zum Beispiel wird mit Überdruck gearbeitet, das kann ich bei Gel nicht.
Ja, und dadurch hat sie halt eben einen relativ hohen Innenwiderstand und stellt den Strom relativ langsam zur Verfügung. Das heißt nicht, dass ich gar nicht mitstarten kann, aber sie hat halt eben Nachteile gegen die beiden anderen Produktvarianten. Ja, jetzt haben wir ja auch bei uns im Sortiment mit der Intact Bike Power Gel und mit der Intact Bike Power Gel HVT 2 Batterien im Programm, die zum Starten von Motorrädern verkauft werden oder geeignet sind. Wie funktioniert das? Ich dachte mir, dass die Frage kommt. Ja. Weil da hat man, ich sag mal, von Seiten der Hersteller und auch von unserer Seite hat man sich Gedanken gemacht, ja, was ist sinnvoll. Ja, es kommen immer mehr Verbraucher in die Motorräder rein, ABS-Systeme, GPS, also Alarmanlagen, was die alles drin haben mittlerweile, Sitzheizung, tralala. Und da waren die herkömmlichen Batterien schnell überlastet. Ja, und dann hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man diese Gel-Vorteile mit den Starterbatterievorteilen kombinieren, und dann ist man einfach dazu gekommen, dass man halt eben das Gel nimmt, aber nicht die Pastierung und die Platten von den herkömmlichen Gelbatterien, sondern halt eben Starterbatterienplatten verwendet. Okay. Und da habe ich im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau geschaffen, indem ich halt eben eine Startanwendung produzieren kann und trotzdem zyklenfest und auslaussicher und wartungsfrei bleiben kann. Natürlich kann man auch mit diesen Gelbatterien, dadurch, dass sie kippbar sind und nicht auslaufen können, hat man natürlich auch die Möglichkeiten bei Rollern, Scootern und so weiter, bei Quads, wo so oft gelegt werden, die Batterien, kann ich die natürlich dann auch sehr gut verbauen, logischerweise. Ja, vielen Dank, Stefan. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Wenn dich interessiert, was AGM-Batterien besonders macht, wann Nassbatterien die beste Wahl sind und was es bei Lithium-Batterien zu beachten gibt, dann schau dir die anderen Videos an zu den Technologien, die in Motorrad-, Starter-, Antriebs- und Versorgungsanwendungen zum Einsatz kommen.